In den letzten Videos haben wir mit der Installation von Python begonnen. Wir haben die Python-Schnittstelle für MetaTrader 5 installiert und auch unsere erste Kaufposition über diese Python-Schnittstelle gestartet. Aber die ganze Idee war ja, eine künstliche Intelligenz zu bekommen, die in der Lage ist, sich mit MetaTrader zu verbinden. In diesem Video werden wir also eine Lösung für diese künstliche Intelligenz installieren, die sehr einfach ist. Sehen wir uns also an, wie wir das machen können. Dies ist die Website Elm Studio AI und diese Lösung hat mehrere Vorteile. Der erste ist, dass sie für Windows, für Mac und für Linux verfügbar ist. Der zweite ist, dass wir KI-Modelle von einer Website namens Hugging Face herunterladen können, die im Grunde eine Liste mit Hunderten von KI-Modellen enthält. Lassen Sie uns also die aktuelle Version hier herunterladen. In meinem Fall verwende ich sie aus verschiedenen Gründen auf mehreren Rechnern. Und eines der guten Dinge ist, dass diese Lösung Ihnen die Möglichkeit gibt, sogenannte LLMs, große Sprachmodelle, auf Ihrem Laptop oder auf Ihrem Computer auszuführen. Und dafür brauchen Sie keine Internetverbindung. Das bedeutet also, dass Sie es auch für private Daten verwenden können. Die Hardware-Anforderungen sind für die meisten Computer in Ordnung. Der Download ist nun abgeschlossen. Ich starte jetzt den Installationsvorgang. Jetzt wird angezeigt, dass die Installation abgeschlossen ist. Und schon haben wir unsere LM Studio Version. Schließen wir also dieses Fenster hier und ich kann nach einem Modell wie diesem suchen. Es heißt Mistral Open Orca. Dies ist ein Anbieter, der sehr gute Qualität für verschiedene Versionen liefert. Und in meinem Fall verwende ich normalerweise die Version Q5. Klicken Sie also auf Download und schon wird ein 5 GB großes KI-Modell auf meinen lokalen Computer heruntergeladen. Das wird eine Weile dauern, also fahre ich fort, wenn der Download abgeschlossen ist. Okay, der Download ist jetzt abgeschlossen. Lassen Sie uns also den unteren Teil schließen. Hier haben wir einen KI-Chat, in dem wir jetzt das Modell auswählen können. Ich werde die Systemaufforderung ändern. Jetzt wird es lokal geladen und ich kann ihm Aufgaben erteilen oder Fragen stellen. Dies dauert in der Regel ein paar Sekunden, je nach der Leistung Ihres Computers. In meinem Fall verwende ich eine virtuelle Maschine, sodass ich nicht so viel Rechenleistung zur Verfügung habe. Aber tatsächlich gibt es hier einige erweiterte Konfigurationsoptionen. Aber das reicht erst einmal, denn ich wollte Ihnen etwas anderes zeigen. Diese Registerkarte hier heißt lokaler Server. Klicken Sie also darauf. Ich kann jetzt sagen, dass ich einen Server starten möchte. Ja, ich muss den Server verfügbar machen. Und hier sind einige Codebeispiele. Zum Beispiel dieses hier. Lassen Sie uns nun die Umgebung reaktivieren. Da haben wir es. Und ich möchte mit Notepad eine Datei namens AI-Test erstellen. Lassen Sie uns den Code hier einfügen. Ich möchte ihn ändern und sagen, antworte immer auf Deutsch. Antworte in einem Satz. Welches ist das meistgehandelte Währungspaar? Speichern Sie diese Datei und führen Sie sie aus. Es sieht so aus, als müsste ich OpenAI per PIP installieren, also lassen Sie uns das tun. Das dauert nur ein paar Sekunden. Versuchen Sie nun, die Datei erneut auszuführen. Und hier ist meine Antwort. Das am meisten gehandelte Währungspaar ist Euro-US-Dollar. Das ist korrekt, da es die Beziehung zwischen dem Euro und dem US-Dollar, den beiden großen Volkswirtschaften der Welt, darstellt. Dies ist zwar nur ein Konzeptbeweis, aber Sie sehen, dass es tatsächlich funktioniert. Und in diesem Fall haben Sie sich mit einem lokalen Server verbunden, auf dem ein intelligentes KI-Modell auf Ihrem Computer läuft und Sie konnten eine Frage beantwortet bekommen. In diesem Fall hatte ich gehofft, dass es auf Deutsch antworten würde, aber ich denke, Sie verstehen, worum es geht. Das war's also mit diesem Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.